Also ich bin für biologische Landwirtschaft. Wenn wir Deutschland umstellen auf Bio, können wir Deutschland nicht mehr ernähren. In this video, we are going to ask some questions about the environmental friendliness of our food production system. My name is Felix Witte, I'm researcher at the University of Hohenheim, and we are here at Vasen, which is the second largest beer celebration in the world, which after 2 years of Corona break is back in town. And we are also at the Landwirtschaftliche Hauptfest, which is a regional festival for agriculture and farmers. And guess what? NOPS is here too. There are mainly two groups here, the farmers and the others. So we have a production perspective and a consumption perspective. We are focusing mainly on crop production. Wenn wir an Dünger oder Pflanzenschutz denken, haben Sie da irgendwelche Sorgen oder? Ich meine, man sollte weniger Kunstdünger verwenden. Nur Auflagen und Vorschriften und alles. Ich bin Landwirtschaftsmeister, aber was ich mal gelernt habe, zählt alles nicht mehr. Ich muss alle 3 Jahre eine Schulung machen, Pflanzenschutz. Und das heißt Pflanzenschutz, wir schützen die Pflanze. Da frage ich mich, was gesünder ist, oder Pflanzenschutz oder die Krankheiten, die auch bei Bio oder so auf der Pflanze drauf sind. Ich finde bei den Pflanzenschutzmitteln, ja gut, das Glyphosat gehört weg. Also wir düngen nur mit Mist, wir kaufen gar keinen Dünger und beim Biobetrieb sind doch schon sowieso nicht alles nehmen. Ich habe immer das Gefühl, Deutschland ist noch das, wo ich am meisten Vertrauen habe, dass da am wenigsten noch schädliche Bepflanzung ist. Ich würde es jetzt nicht auf die Landwirtschaft allein beziehen, sondern wir haben überall Umweltprobleme. Und wir nehmen da die Landwirtschaft ein bisschen einseitig immer vor und sagen, die Landwirtschaft hat, aber natürlich hat die Landwirtschaft mit der übrigen Wirtschaft Umweltprobleme. Before you go any further, please make sure that you support us by hitting the like and subscribe buttons and sharing our videos. Wenn ich jetzt hier jemand fragen würde, was er möchte, regional, saisonal, Bio, käme immer Bio. Ich versuche natürlich Bioprodukte zu kaufen und mich zu erkundigen, wo es herkommt. Ich esse die Äpfel aus dem eigenen Garten. Also ich bin für biologische Landwirtschaft. Wenn wir Deutschland umstellen auf Bio, können wir Deutschland nicht mehr ernähren. Und juckt die meisten Leute in Deutschland auch erst, wenn es knapp wird, wie jetzt das Gas oder so. Dann wird es interessant. Wir wollen immer ein Ziel, zum Beispiel nur Ökolandbau oder mehr Ökolandbau, aber das wird auch nicht die Welt retten. Die Welt wird retten, wenn die Konsumenten bereit sind, für Nahrungsmittel, transparente Nahrungsmittel genügend zu bezahlen, damit jeder Landwirt, egal in seiner Betriebsform, wirtschaften kann, dass für ihn auch noch was übrig bleibt. So, wir müssen 8 Milliarden Menschen eben insgesamt ernähren. Das ganze Thema Bio, ob sich das so ohne weiteres auf die ganze Menschheit eben ausdehnen lässt, auf die gesamte Fläche. Große Teile der Welt sind froh, wenn sie überhaupt was zu essen haben. Und das ist eigentlich egal, ob Bio oder nicht Bio, da muss überhaupt irgendetwas wachsen. Gerade jetzt erfahren wir ja, dass jedes Land und so auch die Bundesrepublik Deutschland natürlich in der Lage sein muss, auch in Krisenzeiten seine Bevölkerung, was die Menge und die Qualität der Nahrungsmittel angeht, ausreichend zu ernähren. Genau, und da haben wir einfach mit Öko ein paar Schwierigkeiten, weil die Ertragsmengen nicht da sind, nicht in dem Maße da sind und auch teuer zu produzieren sind. Und vielleicht öffnet sich da eine Lücke für unser NOPS-Anbausystem. Ja, das sehe ich genauso. Es geht darum, den mineralischen Dünger im Ackerbau zu behalten und gleichzeitig zu sagen, wir verzichten auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel, eben mit diesem Ansatz, die Welt zu ernähren. Wenn ich Ihnen das jetzt so erzähle, was sind so Ihre ersten Empfindungen? Hört sich interessant an. Ich sage immer, Landwirtschaft ist sehr vielfältig und es gibt so viele tolle neue Wege auch, die man gehen kann. Und wenn einer sagt, hey, ich habe da eine Idee, lass mal ausprobieren, dann bin ich sofort dafür. Klingt für mich jetzt schlüssig und scheint wirklich ein positiver Weg zu sein, klar. Ich weiß es selber nicht. Also da fehlt mir der Einblick. Es kann natürlich einen Beitrag liefern, diese ganzen chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel und Düngemittel effizienter einzusetzen und stark zu verringern. Wenn dir das Video gefallen hat, lass ein Abo da und teile das Video mit deinen Freunden.